Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Warhammer 40.000 Rogue Trader. Wir sind mitten im Dialog mit Jay, mit Cherie. So. Genau, wie bist du eigentlich entkommen? I convinced my father I personally wished to oversee the inspection of imported goods. I had to get experience so I wouldn't bring shame on our family, didn't I? I made friends with traders, missionaries, and soldiers at the port. I listened to their stories, studied the charts, learned what documents I had to forge to escape the planet. A kind word here, a shiny coin there. And here I am, in the iron belly of a ship, braving the void in search of a new life. Okay. Consider it a mark of my trade. This year, Xenos. Dumb-headed orcs. Who knew that we weren't the only ones to get tempted by the wreck of that raider? As for this treasure, I received it as a reward for a life that had been just a little too good. I was in a hurry to get to the Adeptus Amasacus after the Exalted One blessed me with immense wealth. I was 2 backstreets away from the den when a pathetic ashmag attacked me, envious of somebody else's fortune. Aha. Ach, sie hat eine Xenos. Sie hat eine Bionik-Faust. Okay. Noch was? Ach, das war's schon. Hygiene, Sicherheit, okay. All relationships are based on mutual trust. That goes for business too. Erzählt mir noch einmal von eurer Herkunft. Ich habe genug von der glänzenden Verpackung der Koronos. Genau. The dark side is the real Koronos expanse, if you ask me. But what do you want to know about it, Shireen? Dynastiers drink with criminals. Rogue traders strike deals with the Kasbalika. And dozens of ships stop off for a welcome break from a long voyage. Is there a more beautiful place in the entire Imperium? The Emperor is merciful to the meek and the powerful alike. There's a job for everyone as long as they have a head on their shoulders. And if you feel like talking to him in person, the statue of the Exalted One can be seen from any asteroid. You can pray to your heart's content. Okay. Erzählt mir etwas vom Kalthandel. It really is simple, Shireen. The Kasbalika runs the Imperium's black market, offering special goods to those who can afford their services. Yes, I am talking about Xeno artifacts too. Alien weapons, technology, sometimes even certain kinds of living creatures. Oh, ich will ein Pet. Unlike the rogue traders whose sacred warrants make them immune even from the laws of the Exalted One, Kasbalikan agents are used to hiding and covering their tracks. Nobody wants to draw unwanted attention, no matter who might take an interest. Especially now that the Koronos Expanse has a warrior of the Golden Throne as its watchman. Mhm. An ancient crime cartel that originated with the first settlers of the Calixis sector. It is run by shadowy clans with robber barons at the helm. Cross their path and you risk making enemies all over the Koronos Expanse, or even the entire Imperium. As for the agents, they are just shameless, greedy scum. Every third person on footfall is a Kasbalikan, but that doesn't mean all that rotten filth is acting together. I've been set up more than once just so some Kasbalikan can get one over on his rivals. And yet, the Kasbalika is generous to its customers, if you can afford it. Anything can be obtained, organized, and transported for the right price. The customer is always right, unless they happen to be a rat. In which case... Mhm. Überredung? Ich weiß nicht, warum da Überredung ist. Okay. Ihr seid jetzt nicht auf der Agenten geworden. What gave you such an outrageous idea? Was it my immaculate garment? My gorgeous jewelry? Do not worry, Shireen. I will let you know once I become a baroness, should the Exalted One will it.
Just imagine the strong and fruitful alliance that could be forged between a rogue trader and the mastermind of the Kasbalika. Also bist du das da? It's not hard to do on footfall. I spent a year working for good old Christo. He was a brave soldier who gave up the ghost in a scuffle with orcs, and then took over his business. Having a good head on your shoulders and keeping the exalted one in your heart helps to establish new contacts quickly. Eventually, I gathered together a group of honest and loyal people, and it only took a few successful contracts for the Kasbalika to take notice. I quickly settled on footfall and started dispensing my wisdom to my protégés and subordinates. I lost the taste for getting my hands dirty. Okay, wechseln wir das Thema. Why not? The decision is yours, Cherie. It is difficult not to be aware of the powers that be, especially ones like Lord Captain Theodora. But we never met personally, as the difference between our positions was far too great. Theodora was a mighty ruler, the center of her own universe, and I, a pathetic commoner, was nothing next to her. But you were kind to me, Shireen, and in my eyes that put you above your esteemed aunt, or whoever she was to you. Ich weiß selbst nicht, was sie war. Das hat meine Neugier. Doch wurde das Herz des ehrenwerten Prinzessin schon vor einem... Aha. Ich habe sowieso das Gefühl, dass sie so die meisten Romanzen hatte, oder? Ich weiß nicht, gibt's da, hat da Oracle Game, hat da irgendwie Daten drüber, welcher Person die meisten Romanzen getätigt werden? Mein Verdacht würde auf sie fallen. Ihr verwendet Laufworte, die ich nicht verstehe. Nennt mich zum Beispiel Cherie. The language on Ifrit, my home world, is quite different from the one spoken in the Koronos expanse. We bestow more than one meaning upon each word, allowing our wise men to fully express their sagacious thoughts, and us lowly commoners our base passions and desires. Take Agi, for example. That is what I call every piece of scum and villain, because Agi means evil and foe and pathetic worm unworthy of consideration. Or take Ashmag. It means fool and little brother and blind man who stumbled and would fall into a pit without guidance. Shireen means friend and comrade and roommate in a battle formation, like we are. Aha. Das haben wir schon. Erzählt mir Geschichten über eure bühne Vergangenheit. Ja, doch. Mir scheint nicht alles davon sind wahr. Das wollen wir erstmal weglassen. Genau, was hast du denn eigentlich für Geschäfte getätigt? My trade means knowing the right people and non-people. Having the right connections and making sure the precious goods find their way into the hands of my no less precious customers. My wisdom includes the knowledge of the enemies of humankind, be they Xenos or the lowest scum in the Imperium, as well as the latest knowledge about how much they charge for any particular curio at the footfall market. Not even the most cunning Agi will deceive you as long as I am with you, Shireen. I promise you that. Whatever I have can be yours too, if your unfathomable wealth isn't enough for you already, I mean. Wie viele Talente? Seid ihr wirklich so reich? Ihr könntet euch zurücklehnen und die Früchte eurer Arbeit genießen. Warum habt ihr es euch stattdessen? Ja. It has been known to happen. After years of dealing with Xenos, I've learned their customs, and even got a grasp of their language. Except they cringe whenever I start speaking. Arrogant sods. They dislike even our voices, but they never turn away our valuables. Then again, I'm used to seeing sour faces. In this trade, the easily offended go out of business. Sagt, was ihr wollt, aber mit Xenos zu verkehren ist ein Verrat. Naja. I have no doubt you will have to deal with Xenos sooner or later.
When that time comes, Shireen, you will thank the Exalted One for sending me to stand at your side. Thank you, Shireen. Being able to read and write is chief among them. You may not be aware, but this science is beyond the abilities of billions of the Imperium subjects. And yet they happily keep drudging along in their factories, fundi, and assembly lines. Me? I didn't escape Ifrit to consign myself to such misery. It was literacy that paved my path to copied orders, forged signatures, counterfeited papers. The wonderful things that make the wheels of bureaucracy turn in the right direction. Ja, genau. Gibt's hier. Jetzt hätte Orks erwähnt. Überlege ich gerade, gibt's hier Orks? Vicious, cruel, dangerous beasts. Humans hold little interest for Xenos. We are entertainment for them, a means to keep boredom at bay. A commodity. But some of them contact us once in a while using their own people. Do not deceive yourself by thinking you are safe because there are no Xenos in sight. Those Agi are as cunning as they are ruthless. They cleverly pull at the strings of spies and traitors, subjugate those who do not fall for the promised reward, transform the ones who resist their promises into soulless puppets. The Emperor watches over me, and that is why I still haven't succumbed to the fate of many of my associates who have lost their lives to the stringy scoundrels. Schade. Ich hätte gedacht, sie erwähnt jetzt, welche Xenos es hier gibt. Also Drukari haben wir ja mitbekommen. Ich hätte jetzt noch auf Orks geschätzt, weil sie ja Orks erwähnte. Aber vielleicht ist das passiert, bevor sie in die Ausdehnung kam. Compared to the rabble on footfall, perhaps. Compared to you. Be it power or money, I still have a long way to go. I could purchase one of Footfall's asteroids, but not a planet. I could subjugate a few gangs from the shady districts, but not Vladaya. And so the answer to your question is no. I do not consider myself rich. I am not rich enough. Genau. You're fun to talk. I grew tired of scribing endless contracts and agreements neatly tucked away on Footfall. Well, I did that for how many years? But here, among the stars, you are always balanced on a knife edge. Nothing thrills me more than the tension of a warp jump, or the danger that lurks around every corner on a planet. Footfall was beginning to make me fat and stupid, Shireen. I do not want that. Genau, das ist eigentlich mit der Bande. Sind die mit an Bord? Do I trust the trickster twins? By the Exalted One, no. The underhanded rogues of Footfall came up with that name for a reason. The tricks of those frenzied ashmags are all about things far more intriguing than the honest and law-abiding subjects of the Imperium can imagine. On the other hand, this is why I am keeping them close. Kor and Tora know who lifted them out of the cesspit proudly called the Shadow Quarters, and who has been feeding that ravenous beast their insatiable lust for lucre. No, they are not going to betray me if only because they know I am now a part of your entourage, Shireen. They're not going to let the biggest pie in the Imperium pass them by without trying to get a slice for themselves. I think we've said all there is to say on this topic. Was haben wir denn noch? Das ist mir egal. Nein. Das haben wir schon. Ach, nehmen wir mal das. Oh, Shireen, I did manage to spark your interest. Ja, deswegen geht's ja gar nicht überhaupt. Allow me to invite you to a more private place. My words are meant for your ears alone. Mein Büro? Ah, mein Büro. Sie hat mir noch was mitgebracht. Das ist eine Eldari-Kiste. Das sehe ich von hier aus. Okay, aber jetzt redet sie wieder nicht. Cherie, der Erhabene selbst hat uns am
an dem Tag zusammengeführt, als ihr ganz überschritten habt. Er führte uns zu der Fracht und erteilte seinen Segen für ihre Rückkehr. Wisst ihr, was die Leute auf meiner Welt sagen, wenn so etwas passiert? Der Erhabene muss mit dem Nachbarn geteilt werden. Okay. Sie deutet auf die Behälter vorher. Einer enthält ein poliertes Eldari-Gewehr, ein seltenes Modell, der andere ein verziertes Schwert. Okay. Ich teile, was ich zusammen mit euch erhalten habe. Bitte nehmt diese bescheidenen Geschenke entgegen, zu Ehren eurer überaus erfolgreichen, wenn auch plötzlichen Freundschaft. Ein poliert des Wanderers. Das ist das. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob unser Tech Marine Eldari-Waffen tragen kann. Aber das wäre doch schon was, oder? Wahrscheinlich. Und? Das ist auch eine Eldari-Klinge. Ne, eine Drukhari-Waffe sogar. Die können wir halt. Keiner von uns kann Eldari oder Drukhari-Waffen tragen. Ich hab wirklich Nerven in diesem Dreck. Nein. Nein, ich sage, das da. Muss ja zu schätzen. Ja, weiter fortfahren. Also, was ich mit euch besprechen wollte, hat etwas mit meinen Geschäften zu tun. Ihr wisst, ich verkaufe Xenos-Artefakte an interessierte imperiale Untertanen und imperialen Schmuck an Xenos. Das Geschäft läuft gut und mein Netzwerk läuft auch ohne mein Zutun. Aber sobald es um Expansion geht, laufe ich gegen eine Wand. Okay. Rivalen, die neidisch auf meinen Erfolg sind. Wirft die Hände in die Hüfte. Klatsch. Ja. Sagt man das so? Wirft die Hände in die Luft. Ich habe Hüfte gelesen. Oh mein Gott! Vergesst es. Vor allem Falco. Ich bin sicher, er steckt hinter dem Frachtdiebstahl. Aber ich weiß nie, was dieser Aschmack als nächstes vorhat. Und auch wenn die Autorität des Imperiums in der Ausdehnung fragmentiert ist, kann sie bei Leuten meines Berufsstandes jederzeit zuschlagen. Ja, ihr wollt mich benutzen. Weniger nützlich für mich, hätte ich euch selbst der Justiz übergeben. Kommt zur Sache. Ja, sprich einfach weiter. Wenn der Freihändler bei den Dienern des Adeptus Administratums ein gutes Wort für mich einlegt, könnte ich eine offizielle Handelsvertreterin des Imperiums werden. Stellt euch nur vor, ein kleines Stück Papier gewährt mir meinen Agenten Schutz vor Aschmack-Komplotten. Viel besser als jedes Refraktorfeld. Und selbst die Inquisition muss zweimal nachdenken, bevor sie sich mit mir anlegt, weil ich auf meine Art des Gesetzes, okay. Und das Beste daran ist, dass es euch überhaupt nichts kostet, Shirin. Ihr müsst nur im Administratumspalast vorbeischauen und bei der Ministerin der Siegel ein Zertifikat holen. Meine Informationen berichten, dass der Palast auf, da müssen wir auch schon wieder hin, eurer Hauptwelt. Es ist nicht prächtig, wie sich alles zueinander fügt. Ja, ist so komisch. Wie profitiere ich davon? Gibt es eine passende Antwort? Nein. Das klingt ja ganz einfach. Ich werde euch helfen. Ich würde niemals erlauben, dass euresgleichen auch nur einen Finger an Ware macht. Nein. Nein. Aber wie ja, genau. Meint außer meiner ewigen Dankbarkeit Shirin. Wäre es nicht von Vorteil, jemanden in eurem Gefolge zu haben, der selbst Autorität hat und nicht nur eine Marionette ist? Ein Blatt Papier und ich kann mein Netzwerk auf System
Systeme weit jenseits von Football erweitern. Meine Agenten werden in der gesamten Ausdehnung ihre Augen... Oh, sie wäre quasi... Ach, sie wäre meine Vögelchen. Ich werde drüber nachdenken. Ein wenig Ermunterung in die richtige Richtung, denke ich. Habt ihr vielleicht eine Gruppierung im Sinne, mit der ihr gerne Beziehungen aufnehmen würdet? Dosiana, die heißblütigen Piraten der Kaschmarek. Mit den richtigen Worten öffnen die Leute wie mit einem Schlüssel oder ihre Geldbörsen. Tiptus Mechanicus, das wären die Partner, die ich jetzt bräuchte. Ich hätte nichts zu den Piraten. Vielleicht kriege ich über die bessere Waffen. Kein Problem, Shirin. Ich lasse meine Leute die richtigen Kreise ein. Plus 2000. Und solltet ihr wegen meines Vorschlags eure Meinung ändern, findet ihr mich immer in der Nähe auf der Brücke. Ja, okay. Oh, jetzt muss ich wieder hinlaufen. Ich war noch gar nicht fertig mit ihr. May the Exalted One protect you. Have you grown bored without our little talk, Shireen? Ich muss es tun. Or lucky lady, you mean? My heart has been coveted by proud men with hard eyes, gentle maidens with sensual voices, imperious lords and fierce leaders of void brigands. Only rogue traders have not yet featured among Jai Hedari's intimate friends. Why do you ask, Shireen? Mal gucken, was gibt's hier. Reine Neugierde. Ich weiß gerne sämtliche Details über die Mitglieder meines Gefolges. Warum weicht jeder Frage aus, Herrin? Ich muss wissen, wen ich töten muss. Ich bin gerne mit uns zusammen. Ich möchte, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen. Vielleicht gewähre ich euch die große Ehre als meine... Nein? Ich sag mal das da. Oh, Shireen. Then what reason do I have to tell you the truth? Every mystery once solved ceases to excite the interest of an inquiring mind. How strange. But I dare not disobey, Shireen. If you command me to forget, the winds of oblivion will carry the memories you scorn from my mind. So, wir sehen uns später. Oh, I have no doubt you will. So, Pascal, hast du noch was zu sagen? Nein, nein, nein. Pascal haben wir sie, haben wir. Dann müssen wir noch mit ihr reden. Woher kommt ihr? Nein. Of course. Warum habe ich die Option, denen zu sagen, dass sie mein Schiff verlassen sollen? Ich will nicht, dass sie mein Schiff verlassen. Ich will auch nicht mal aus Versehen draufklicken. Words cannot describe how boring the bridge is without our stimulating conversations. I have enjoyed... Auch nichts. Damit haben wir jetzt alle durch, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habe ich irgendwem vergessen? Das sind alle Begleiter, die wir haben, ne? Und da ist noch mein Hauptsteuermann. Ich glaube, die haben nur kein einziges Wort gewechselt, ne?
Ich kenne den Namen, das weiß ich gewiss, aber ich erinnere mich nicht an Details. Vielleicht war es Teil der Operation, die der verstorbene Mord leiten sollte. Wenn dem so ist, kann ich euch nichts sagen, Lord Captain. Das Ganze war streng geheim. Fragt am besten einmal das Hochfaktorum. Vielleicht findet ihr... Okay. Okay. Das ist die Voxmeisterin. Ja, dann müssen wir zur Karte gehen. Dann ist es soweit. Wir müssen zur Karte. Ich glaube, wir haben alles durch, ne? Oh. Lord Captain, wir sind wieder in Reichweite des von Valenzenprotektorats. Sind wir? Das wird voll. Es ist von höchster Dringlichkeit, die Kommunikation mit eurem Planeten wiederherzustellen und die Weisheit eurer Dekrete an ihre Verwalter weiterzuleiten. Ah, okay. Die Erschließung von Kolonien und Beanspruchung neues Territorium. Okay. Ist der neu? So, also wir sind da. Wir fliegen mal ganz kurz hier so ein bisschen im Kreis. Da ist ja nur eine tote Welt, da können wir nichts drauf machen. Die haben wir schon gescannt. Alles, ne? Ja. So. Und die lassen uns ja nicht rein. Lord Captain, die Luftschleusen der Station wurden von innen versiegelt. Bla 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 bla. Die lassen uns nicht rein. Und genau, was habt ihr im Angebot? Ihr seid bei... Oh Gott, kriegen wir gar... Mars-Pattern, Bugbatterie. Die können wir kaufen. Ja, damit. Was könnten wir hier noch kaufen? Repulsorschilde? Was wollt ihr haben? Wir haben gar nichts für euch. Okay. Zurück zur Brücke. Ja, wie geht's jetzt weiter? Karte der Koronos Ausdehnung. Da haben wir es ja. Reisen zwischen den Systemen sind mit tödlichen Gefahren verbunden und finden in einer anderen Dimension, dem Warp, statt. Nur ein Navigator kann einen Kurs durch den Warp zu anderen Systemen berechnen. Klicke auf die kreisförmige Schaltfläche am unteren Bildschirmrand, damit der Navigator des Schiffes neue Routen zu dem von dir ausgewählten Systemen kartiert. Weiter. Und. Ja, also dahin. Okay. Ah, okay. Dann klicke ich einfach bloß drauf, dann zeigt er mir Routen. Ah, okay. Gut. Zum Start der Reise klickst du mit dem linken Mausbutton auf ein System und klickst auf die Schaltfläche Warp-Reise. Okay. Die Farbe einer Route ist ein Hinweis auf ihre Gefahrenstufe. Grüne Routen sind die absolut sichersten. Gelbe Routen signalisieren, dass während des Sprunges unvorhersehbare Ereignisse eintreten können. Orangene Routen zeigen an, dass das Schiff mit hoher Wahrscheinlichkeit angegriffen wird, sogar im Warp. Rote Routen sind ein sicheres Zeichen dafür, dass das Schiff während der Reise von feindlichen Kräften angegriffen werden wird. Der Navigator des Schiffes kann eine Route sicherer machen, indem er Punkte für die Einsicht des Navigators einsetzt.
die durch die Entdeckung des Scans neuer Systeme in der Koronos Ausdehnung erhalten werden können. Okay. Ich zoome erstmal raus und guck mal, mit WASD können wir uns bewegen. So, Caldron. Refictum. Unbeholden Reaches. God Emperor's Scorch. Founding World. Boah, ist das Ding riesig. Alter. Interskilled Realms. Hier sind Stars. Okay, also. Hier gibt es keine Bezeichnung für das sind wir. Sag ich mal, neue Routen berechnen. Dazu hier einiges gefunden. Konnte keine Routen zu den ausgewählten Systemen aufdecken, aber du kannst trotzdem dorthin gelangen. Indem du Punkte für Einsicht ausgibst, um einen garantierten Weg zu finden. Okay. Klicke mit den linken Maustaste auf das System. Verwende Einsicht des Navigators zur Festlegung eines Kurses. Also. Verstanden. Also, wir sind hier. Wir haben eine gelbe Route nach Avidrus, Aviorus. Wir haben eine grüne Route nach Schotters Gruft. Wir haben eine orangene Route nach Trinitus. Da haben wir keinen Weg hingefunden. Da haben wir keinen Weg hingefunden. Genauso wenig wie nach da zum Imperium. Palladium haben wir nichts gefunden. Und Wiege von Caprin haben wir auch nichts gefunden. Ach, eine rote Route ist zum Imperium. Okay. Dann würde ich eiskalt mal sagen, wir fliegen erstmal nach da, weil... Denn nur weil wir von hier nach da keine Route gefunden haben, heißt es ja nicht, dass es von hier nach da keine Route gibt. So, und wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder, wenn wir das System besuchen und einfach mal gucken, was es da gibt. Also, bis dann. Tschüss.